Also was ich eigentlich spannend finde, ist es der Prozess an sich, weil so viel sich eigentlich ändert. Ja, wer bin ich? Woher komme ich? Das ist immer die schwerste Frage. Ich bin Areike. Ich bin in Berlin seit 6 Jahren fast. Also ich komme aus Italien, ich bin dort geboren. Aber Teil meiner Familie kommt aus Brasilien. Und ich bin auch mit brasilianischer Kultur aufgewachsen. Und das ist für mich immer so schwer, wenn die Leute mich diese Frage stellen, weil ich noch nicht genau weiß, also wie ich das antworten soll. Que ninguém vai poder nessa vida crescer sem lutar. Eu vi você brincar. Eu vi você cuidar. Tô com o Ich sol. wünsche mir, dass Leute nicht nur meine Kunst ansehen, sondern ich wünsche mir, dass die Künstler meine Kunst erleben. Ich denke, es ist genau diese Interaktion zwischen den Betrachtern und die Kunst, dass die Kunst lebendig macht. Also was ich eigentlich spannend finde, ist es der Prozess an sich, weil so viel sich eigentlich ändert. Es ist meistens nie, dass man eine Idee hat und dann am Ende hast du die Idee halt verwirklicht. Es ist meistens, dass in dem Prozess die Arbeit sich entwickelt und sich verändert. Ich glaube, unsere Aufgabe als Künstler, Künstlerinnen, es ist, die Schönheit zu finden, die Schönheit auszudrücken. Ja, und ein großes Vorbild für mich ist mein Urgroßvater, den ich kennengelernt habe tatsächlich und leider jetzt nicht mehr lebt. Und er heißt Ernesto Treccani und er war ein Maler und hat auch sich für Politik sehr interessiert. Er war sehr aktiv dabei, er war ein Partisan und hat für die Widerstand gekämpft und hat trotzdem gemalt und sehr schöne Sachen gemalt. Er hat immer gesagt, dass auch in der Zeit, wo es Schwierigkeiten gibt, sollte man trotzdem die Schönheit finden, in die Natur finden. Zum Beispiel, wenn eine Pflanze zum Beispiel aus dem Beton wächst und es ist also diese Resilienz der Natur, die auch eine Schönheit ausdrückt. Die so eine meiner ältesten Skulpturen, die ich gemacht habe, also in Brasilien. Und es hat auch diese Kampftanz-Motiv.
Fotografie und Bilderei gehören sehr nah zueinander, weil beide auch mit Licht zu tun haben. Also wie das Verhältnis ist mit Licht und Schatten. Und deswegen als Bildhauer auch diese fotografische Blick zu haben, ist auch wichtig. Dieses Holz, es ist so geil, es riecht so gut. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, damit zu arbeiten, dieses Holz könnte man riechen, schon wenn man in den Raum reingetreten ist. Und ich mag auch gerne, wenn meine Skulptur auch danach, wenn sie fertig sind, dass sie auch aber weiter sich entwickeln und weiterleben. Und das kann in verschiedenen Art und Weise passieren. Das kann entweder in der Betrachter geschehen, in dem Sinne, dass der Betrachter natürlich andere Assoziationen macht und dadurch verändert sich auch die Skulptur oder die Bedeutung von der Skulptur. Aber das passiert auch mit mir, wenn ich zum Beispiel mit der Skulptur interagiere oder performe. Für mich aktiviert sich die Skulptur und schafft auch andere Bedeutungen zu finden, andere Kontexten auch. Je nachdem, wo ich die hinstelle und wie ich mich damit verhalte. Meine Performance, die ich letztens hatte, wo ich dann meine Skulptur umgeahmt habe und angefangen habe zu Body Percussion zu machen. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, dass dann meine Eltern waren. Und ich hatte nicht daran gedacht, also als ich die Skulptur gemacht habe. Deswegen hat die Skulptur eine neue Bedeutung für mich bekommen. Und es war plötzlich wie ein Subjekt, es war beseelt, ja, in diesem Moment. In der Vergangenheit war die Kunst halt eine Art, sich mit dem Geist zu verbinden, mit dem Ahnen, mit den Göttern. Und dann hat sich in der Zeit immer mehr objektifiziert und es ist dann zu einem Objekt geworden. Aber es gab immer vorher diese Verbindung mit der Spiritualität. Und für mich ist Performance eine Strategie, diese Spiritualität, diese Beseeltheit wiederzufinden. In der Performance haben die Zuschauer eine sehr wichtige Rolle. Also ohne Zuschauer gäbe es keine Performance. Also ich denke, dass es sich lohnt, Kunst zu machen, weil es therapeutisch ist. Weil wenn man Kunst macht, ist man genau mit dieser inneren Landschaft verbunden und mit diesem inneren Kind.
Und das, ich denke, braucht jeder. Ich mache das auch, weil es mir gut tut. Ja? Also ich denke, Kultur ist sehr wichtig. Vor allem in dieser Zeit, wo jetzt abgekürzt wird und weniger Geld gefordert wird für Künstlerinnen oder für Leute, die im sozialen Umfeld sind. Es ist eine sehr schwierige Zeit, aber wir müssen nicht denken, okay, wir verdienen nicht genug, dann machen wir das doch nicht. Weil ansonsten so wird die Kultur sterben. Deswegen, wir müssen trotzdem dabei bleiben.